Ich bin von Katzenstein und in diesem kurzen Video spreche ich über eines meiner liebsten Schwerter der Geschichte und vielleicht die ikonischste Waffe der Renaissance, die Schiavona. Die Schiavona ist ein sogenanntes Korbschwert, das im 16. und 17. Jahrhundert in Italien und vor allen Dingen in Venedig sehr beliebt war. Manche kennen dieses Schwert vielleicht aus dem Spiel Assassin's Creed 2, bei dem man die Schiavona im Late Game erwerben kann. Vom Aussehen erinnert die Schiavona an eine Art Rapier. Im Gegensatz zu diesem Schwert, das hauptsächlich zum Stich verwendet wurde, war die Schiavona mit ihrer breiten und meist zweischneidigen Klinge in erster Linie ein Hiebschwert und eine der ersten Waffen mit einem derart komplexen Handschutz. Ein weiteres Beispiel für ein Korbschwert in dieser Zeit ist dagegen das bekannte schottische Basket Hilt oder auch einfach Korbschwert genannt. Vom typischen mittelalterlichen Schwert mit einfacher Parierstange entwickelte sich mit der Schiavona der korbähnliche Handschutz, den wir heute vor allen Dingen an Rapieren kennen. Während am Ende des Mittelalters die Hand von Plattenhandschuhen geschützt wurde, gewährten neue Techniken der Schmiedekunst komplexere Parierstangen, die nach und nach die Plattenhandschuhe ersetzten. Nun schützte nicht die Rüstung, sondern die Waffe seinen Träger. Der Vorteil, der hierbei entsteht, ist ganz klar die Geschicklichkeit des Kämpfers. Ein Plattenhandschuh bietet zwar guten Schutz, doch kann ein Kämpfer ohne Handschutz seine Fechtkunst auf das Maximum bringen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass dies der Grund ist, warum man immer mehr komplexe Handschütze an die Waffe selbst angebracht hat. Anfangs waren diese Körbe als Handschutz verhältnismäßig simpel gehalten. Doch die Schmiedekunst in der Renaissance entwickelte sich immer weiter und wurde immer besser. Bei späteren Schiavona sieht man weitaus komplexere und reichlich verzierte Körbe und auch die Knäufe wurden immer detailreicher, was dieses Schwert zu einer der ikonischsten Waffen der Renaissance machte. Der Ursprung der Schiavona liegt im sogenannten Schiavonesca. Dieses Schwert war die Waffe der venezianischen Dogengarde, die sogenannten Schiavoni, was damals die Bezeichnung für dalmatische Slawen waren, und die Dogengarde von Venedig setzte sich hauptsächlich aus solchen dalmatischen Söldnern zusammen. Außerhalb dieser Dogengarde fand die Schiavona sowohl bei Fußtruppen als auch für schwere Kavallerie eine große Beliebtheit. Letztere nutzten sie teilweise sogar als erste Wahl im Kampf. Auch Nationen, die mit Italien und Venedig viel Handel trieben, fanden Gefallen an der Schiavona und versorgten ihre Armeen mit diesem Schwert. Meiner Meinung nach ist die Schiavona eine äußerst interessante und wunderschöne Waffe mit exklusivem Aussehen. Außerdem bildet dieses Schwert die perfekte Brücke zwischen dem einfach gehaltenen mittelalterlichen Schwert und den komplexeren Rapieren und Degen der frühen Neuzeit. Es ist beinahe so, als markiere dieses Schwert den Übergang von neu zu alt und vereint alle diese Werte in einer Waffe. Das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welches Schwert ihr bevorzugen würdet. Ist es die Schiavona oder doch lieber das schottische Basket Hilt Sword? Oder anstatt einem hiebartigen Breitschwert dann doch lieber einen leichten Rapier? Ich würde mich über eure Meinung freuen.